In diesem Video zeigen wir euch, wie das Tandem in den Tandemkoffer gepackt wird. Als erstes werden die Schaumstoffeinlagen herausgenommen. Insgesamt befinden sich 6 Lagen Schaumstoff im Koffer, welche an der rechten oberen Ecke nummeriert sind. Die unterste und erste Schaumstoffeinlage verbleibt im Koffer. Der Stoker-Lenker wird mit gelockerten Vorbauschrauben, damit sich dieser verdrehen lässt, in den dafür vorgesehenen Ausschnitt gelegt. Als nächstes folgt die Stoker-Kurbel samt Kettenblätter sowie die beiden Kurbeln des Synchronantriebs. Die Pedale können an den Kurbeln belassen werden. Nun wird das Tretlagerrohr, gefolgt von den beiden Schnellspannern bzw. Steckachsen, in den Koffer gelegt. Sollten die Schnellspanner noch in den Radnaben stecken, werden diese nun herausgenommen. Denkt daran, bei den Schnellspannern die Konterschrauben mit den Federn wieder leicht aufzuschrauben, damit diese nicht verloren gehen. Jetzt kommt die nächste Schaumstoffeinlage in den Koffer. Die letzte Captain-Kurbel wird nun ebenfalls mit Pedal in den Schaumstoff gelegt. Danach folgt der Captain-Rahmenteil inklusive der Gabel. Die Gabelvorderseite ist dabei nach oben gerichtet. Die Ebene ist nun abgeschlossen und die dritte Ebene wird in den Koffer gelegt. In diese Ebene wird das hintere Laufrad eingepackt. Dazu muss noch die Luft aus den Reifen gelassen werden. Das Laufrad wird mittig mit der Kassette nach oben platziert. Im nächsten Schritt wird bereits die vierte Ebene im Koffer platziert. Darauf kommt der umgedrehte Captain-Lenker. Achtet darauf, dass keine Seilzüge aus dem Koffer ragen. Danach wird die vorletzte Schaumstofflage im Koffer platziert. Nun die beiden Sättel in die Ausschnitte einlegen. Für den Stoker-Vorbau am Captain-Sattel ist der Schaumstoff etwas breiter ausgeschnitten. Darauf folgt der Hinterbau des Rahmens. Dieser wird mit dem Schaltwerk nach unten platziert. Die zuvor an Ketten und Sattelstrebe angebrachte Polsterung schützt den Lack vor ungewünschten Kontakt mit der Kassette. Auch beim Vorderrad muss die Luft rausgelassen werden, welches dann in den Hinterbau zwischen die Sattelstreben geschoben wird. Die sechste und letzte Ebene wird aufgelegt. Hier wird nur noch das Oberrohr in den dafür vorgesehenen Ausschnitt hineingelegt. Der Synchronriemen kann einfach zusammengelegt in den Koffer gelegt werden. Zuletzt noch die Kunststoffbox für Werkzeug in den noch freien Ausschnitt platzieren. Der Koffer ist nun vollständig gepackt und kann verschlossen werden. Achtet beim Zumachen darauf, dass die Deckelstreben auf der linken und rechten Seite außerhalb des Schaumstoffs vorbeigleiten. Zum Schluss den Reifen behutsam etwas eindrücken und den Koffer mit allen 4 Schnallen verschließen. Das Tandem ist nun sicher verpackt und der Koffer kann problemlos auf jeder Seite abgelegt werden. Zum Transportieren zu Fuß lässt sich der Koffer einfach mit dem Teleskopgriff auf seinen Rollen ziehen.